Der Ball liegt jetzt in der Hälfte des Gegners. Wir haben den Rückstand aufgeholt und gehen jetzt in die Verlängerung. Wenn wir den Ball flach halten und uns niemand reingrätscht, sind wir bereit für die Champions League. Denn die stärkste Mannschaft gewinnt und nicht der beste Spieler. Das war nicht der Sportteil, es war vielmehr ein Kondensat aus dem Politikteil. Denn in der Politik sind Fußballmetaphern längst Alltag geworden und sind ein allseits beliebtes Mittel, um den politischen Wettbewerb anschaulich zu beschreiben. Fußball und Metaphern, das geht tatsächlich gut zusammen. Unsere Beschreibungen des Geschehens auf dem Platz sind sehr bildreich. Denken wir nur mal an die ganze Kriegsmetaphorik von Schüssen, von Abwehrreihen und Sturmtanks. Aber wir sprechen auch von angezogenen Handbremsen, von Taktgebern und Mittelfeldregisseuren. Aber Metaphern funktionieren eben auch in die andere Richtung. Der Fußball wird dann sozusagen zum Bildspender und Eigenschaften des Fußballs werden auf andere Bereiche projiziert. Und die Politik ist hier ganz vorne mit dabei. Das hat zwei Gründe. Zum einen werden Metaphern typischerweise eingesetzt, um Abstraktes geradezu sinnlich anschaulich zu machen. Und zum anderen ist Fußball mit Abstand der populärste Sport in Deutschland. Und da sind Metaphern aus dem Fußball eben besonders alltagstauglich und auch anschlussfähig. Wer ein so ambitioniertes Wahlprogramm geschrieben hat und dann schon in der Überschrift dann den Tackling-Fehler macht und einfach daneben tritt. Die Fußballvergleiche werden tatsächlich über die Jahre immer häufiger in Bundestagsdebatten oder auch in Wahlkampfreden. Ein Indiz für die zunehmende Informalisierung und auch Popularisierung politischer Kommunikation. Noch vor wenigen Jahrzehnten hätte man es wahrscheinlich als unseriös empfunden, wenn man die politische Gestaltung des öffentlichen Lebens in Analogie zum schnöden Fußball gesetzt hätte. Heute aber können Politikerinnen und Politiker Bürgernähe signalisieren, indem sie die Fußballmetaphorik kreativ und gekonnt einsetzen. Und weil es so normal geworden ist, können wir es fast täglich in der Zeitung lesen. Und so wird es vielleicht bald wieder heißen: Der Ball liegt jetzt bei der neuen Bundesregierung, denn nach der Bundestagswahl ist vor der Bundestagswahl.